Liebe Sperrfreunde, heute ein kontroverses Thema, Steroide im Leistungssport und die Frage, nimmt Andreas Hofmann Steroide? Diese Frage und vieles mehr werde ich in diesem Video beantworten. Glücklicherweise sind bei uns auch nur Sportler, die auch das Ziel haben, Leistungssport zu machen und auch das Ziel haben, auch sich für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren. Spätestens, wenn man im Bundeskader ist, muss man auch die Anti-Doping-Bestimmung von der NADA, also der Nationalen Anti-Doping-Agentur, unterzeichnen, dass man clean ist auf der einen Seite und dass man auch in Zukunft keine verbotenen Substanzen zu sich nimmt, darunter auch Steroide. Von daher bin ich in diesem, ich nenne es jetzt mal, geschützten Kraftraum, wo auch solche Mittel weder eingenommen noch auch irgendwie vertickt, verkauft oder sonst irgendwas werden. Ich persönlich kam auch nie sowohl mit Leuten in Kontakt, die solche Mittel nehmen oder auch verkaufen und ich auch nie genommen habe und ich werde auch nie welche nehmen. Natürlich kennt man auch die Fotos von Kraftsportlern bzw. Bodybuildern, wo es ja im Prinzip offensichtlich ist, dass man diese Muskelmasse nicht ohne Zusätze aufbauen kann. Zur Dosierung kann ich euch empfehlen, so viel wie geht. Ja. Da würde ich immer sagen, viel hilft viel. Ja. Da ging mir das eine oder andere Mal durch den Kopf, würde ich auch so aussehen, wenn ich Steroide nehmen würde. Aber den Gedanken habe ich wieder schnell von mir gelassen, weil auch die ganzen Nebenwirkungen, was jetzt im ersten Moment nicht offensichtlich ist, die mit einhergehen, die möchte ich auf der einen Seite natürlich nicht haben. Und auf der anderen Seite finde ich es auch einfach unsportlich, solche Mittel zu sich zu nehmen. Von daher bin ich für 100% für Clean Sport, egal welche Sportart man macht, egal ob Leichtathletik oder auch Fußball, andere Sportarten, ist völlig gleich. Doping im Allgemeinen, Steroide haben da nichts zu suchen. Man soll alles natürlich aufbauen, soweit wie es geht. Jeder Körper hat seine Grenzen und die Grenzen muss man kennen. Man soll einfach seinen Körper nicht über seine Leistungsgrenze so rausstrapazieren, dass man nach dem Leistungssport auch sich nicht mehr bewegen kann oder vielleicht auch gesundheitliche Einschränkungen einhergeht, die irreparabel sind. Also wenn ich ehrlich bin, zu 100% nachvollziehen, wenn jemand verbotene Substanzen nimmt, ob es jetzt Steroide sind oder andere Dopingmittel, kann ich nicht verstehen, weil, wie ich schon gesagt habe, jeder Körper hat seine Grenzen und die muss man auch irgendwo akzeptieren. Klar, man versucht ja immer jeden Training über den Tellerrand rauszuschauen, man versucht über seine Grenzen zu gehen, über die natürlichen Grenzen drüber zu gehen. Ich sage mal so blöd wie es klingt, wenn ein Körper nicht dafür gemacht ist, für den Leistungssport nicht gemacht ist, vielleicht in meinem Fall einen Speer nicht weiterzuwerfen, wie das gehen kann, dann soll man unbedingt davon ablassen, sich zu überlegen, irgendwelche Hilfsmittelchen zu nehmen, die dann einen vielleicht bis zu einem gewissen Punkt weiterbringen. Aber für mich sind die gesundheitlichen Risiken einfach viel zu hoch. Auch die Leute, die es nehmen, finde ich unfair gegenüber den Leuten, die es nicht nehmen, weil es ein unfairer Vorteil auch gegenüber den Leuten ist, die einen fairer Sport machen, die ein fairer Sportsmann sind und diejenigen dann auf die anderen Plätze verfrachten, weil der Gedanke dahinter ist ja, Gewinn steht über allem und dem sind keine Grenzen gesetzt, aber dem sind Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, das sind hauptsächlich die körperlichen Grenzen und die sollte man akzeptieren. Selbst wenn ich jetzt 20 Jahre schon Leistungssport gemacht habe und ich merke, da würde noch was gehen und jemand wird mir irgendein Mittelchen geben wollen, was nie rauskommen sollte, dass man es genommen hat. Man könnte diese letzten paar Prozent damit noch rausquetschen. Dann würde ich ablehnen. Dann würde ich nicht dankend ablehnen, dann würde ich nur ablehnen. Ohne viel zu überlegen sagen, nein, das kannst du behalten, das Zeug. Ich bleib bei dem, was ich mache, wie ich es mache vor allen Dingen, weil mir sind dann auch die gesundheitlichen Folgen in dem Moment, wenn ich dieses Mittel nehme, nicht bewusst auf der einen Seite und auf der anderen Seite könnte ich es, glaube ich, mit mir selbst nicht vereinbaren, wenn ich dieses Mittelchen, nenne ich es jetzt mal, genommen habe und auch weiter trainiere und auch weitere Erfolge dann einfahre, beziehungsweise weitere Erfolge feiern darf und immer noch die kleine Stimme im Hinterkopf sagt, ja gut, aber war das jetzt wirklich richtig so? Selbst wenn ich es machen würde, würde ich irgendwann in Zukunft mein Schweigen dann auch brechen und sagen, das war nicht rechtens, weil ich glaube, mit dieser Bürde, das wird mich einfach erdrücken. Von daher sage ich zu jedem Nein, der mir A, Doping anbietet und B, selbst Doping nimmt. Ich finde das nicht gut. Ich bin 100% dagegen. Ich bin für Clean Sport. Ich hoffe, dass in Zukunft auch bei vielen Leuten das auch so bleibt, bei vielen Leistungssportlern so bleibt, dass wir für fairen, clean Sport sind, ohne Doping. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es leider immer, die gibt es leider überall, aber es ist auch immer schwieriger, auch mit neuen Doping
Mittel, die erstmal nicht nachweisbar sind, sondern erst in 3, 4, 5 Jahren. Weil wenn man sich vorstellt, beispielsweise, man wird Zweiter bei einer Weltmeisterschaft, der Erstplatzierte oder beim Erstplatzierten kommt 5 Jahre später raus, dass er eine unerlaubte Substanz zu sich genommen hat und man kriegt 5 Jahre später die Goldmedaille überreicht, beziehungsweise man bekommt die meistens per Post zugeschickt, so wie ich das schon von ein paar Athleten erfahren habe, die rückwirkend eine Medaille oder eine bessere Platzierung zugesprochen bekommen haben bezüglich solcher Dinge, dann bekommt man auch in diesem Moment nicht das Gefühl zurück, auf dem ersten Platz zu sein. Man bekommt nicht diese Anerkennung, beispielsweise bei einer Weltmeisterschaft, man wird Weltmeister, Bester der Welt zu diesem Zeitpunkt und man wird Zweiter und im Nachhinein Erster. Dieses Gefühl, oben auf dem Treppchen zu stehen, diese Euphorie, dieses alles, was dazugehört, auch mit dem Ansehen, auch Sponsorengelder, das bekommt alles der Erstplatzierte. Als Zweitplatzierter, klar, man ist Zweitbester der Welt, aber im Nachhinein dann wieder Weltmeister zu werden, dieser Moment ist passé, den gibt dir keiner mehr. Und der Dopingsünder hat diesen Moment genossen. Du als Zweiter vielleicht auch in dem Moment den zweiten Platz, aber den ersten Platz hättest du wahrscheinlich auch anders gefeiert. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Und zwar, in Zukunft ist es so, dass Doping, wenn man das zu sich nimmt, keine gesundheitlichen Folgen mit sich trägt. Also der Körper kann sich wieder regenerieren, alles, was man dann aufgebaut hat, wird wieder abgebaut und man ist wieder auf normal Null, alles klar. Würde es Sinn machen zu sagen, man macht eine Veranstaltung, wo jeder Dopenmittelchen zu sich nehmen darf, wie er möchte, was er möchte, um zu schauen, wie weit kann der Körper gehen, wie viel schneller kann der Mensch sprinten, wie viel weiter kann der Mensch springen und wie viel weiter kann der Mensch werfen, wenn man jetzt bei den leichtathletischen Grunddisziplinen bleibt. Natürlich würde es spannend sein, auf der einen Seite, denke ich mal, zu erleben, was gehen kann. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wäre es irgendwann auch wieder normal, wenn man sagt, okay, beispielsweise der Speer, jetzt werfen die besten Werfer der Welt roundabout 90 Meter, die würden vielleicht, keine Ahnung, Gedankenexperiment, 10 Meter weiterwerfen, die 100-Marke wird geknackt. Wenn es das erste Mal passiert, mega geil. Wenn es das zweite Mal passiert, mega geil. Und irgendwann, wenn es zum 100 Mal passiert, denkt man, okay, wann kommen denn die 110? Ja? Wie ich schon mehrmals gesagt habe, der Mensch hat Grenzen. Der menschliche Körper hat Grenzen. Und selbst wenn man Doping zu sich nehmen würde, ohne gesundheitlichen Folgen, dann wären diese Grenzen nur verschoben. Irgendwann sind die Grenzen auch wieder da. Ich glaube auch nicht, dass der menschliche Körper das auch auf Dauer aushalten kann. Das heißt, man bekommt dennoch irgendwelche Probleme mit den Gelenken, mit den Sehnen, mit den Muskeln, weil der Körper einfach diese Power nicht bändigen kann. Man sieht es auch schon, wenn man kein Doping zu sich nimmt, wo die körperlichen Grenzen bei den Menschen sind, aufgrund von Verletzungen, wenn man auch technisch unsauber wirft. Das wird auch beim Dopingfall so sein. Das wird auch sein, wenn man das alles legalisieren würde. Würden trotzdem irgendwelche technischen Fehler den Körper in die Bredouille bringen, dass das Konstrukt nicht gut halten kann und dann wird es reißen, beispielsweise. Von daher würde ich das Gedankenexperiment so abschließen, dass es in meinen Augen keinen Sinn macht, Doping für jedermann frei zugänglich zu machen und so, dass es nur noch Wettkämpfe gibt, wo Doping erlaubt ist, wo jeder machen kann, was er will. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert gerne. Kommentiert gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal zu sehen. Macht's gut. Ciao, ciao.